Spiegel TV die Themen: Spielzeugwahn, das Milliardengeschäft mit der Zielgruppe Kind. Exklusiv, mit Untergrundkämpfern in Bagdad unterwegs. Monopoly in Sachsen, der Bürgermeister und die Millionen. Und Rattenplage im Wedding, über die Verslammung eines Stadtteils. Guten Abend, meine Damen und Herren. Alle Jahre wieder bricht in der deutschen Familie die sogenannte Weihnachtsstimmung aus. Ein gefährlicher Zustand, der mit Beschaulichkeit nichts zu tun hat, dafür umso mehr mit temporärer Unzurechnungsfähigkeit. Wie die Irren räumen Kinder, liebestolle Eltern die Spielzeugläden der Republik leer. Ein Kaufrausch, aus dem die heilige Familie frühestens erwacht, wenn die lieben Kleinen ganze 2,5 Minuten brauchen, um 2 Dutzend Geschenke aufzureißen, und spätestens, wenn im Januar die Kontoauszüge kommen. Es ist der nackte Wahnsinn und er hat Methode. In der Spielwarenindustrie wird mittlerweile nichts mehr dem Zufall überlassen. Strategen, Trendsetter und Brandmanager, eine ganze Armada von Geldeintreibern hat aus der Branche einen expandierenden Wirtschaftszweig gemacht. Die Toy Story, eine Geschichte über den Goldesel Kind. Birgit Große-Katthöfer, Oliver Richard und Dirk Schulze berichten. Es herrscht Krieg in Deutschland. Es geht um Marktanteile, Absatzgebiete und 20,4 Milliarden Euro. Im Visier der Spielzeugindustrie Kids zwischen 6 und 19. Gefragt ist alles, was irgendwie cool ist. Zurzeit absolut angesagt: Yu-Gi-Oh!, ein aus Japan stammendes Fantasiespiel. Fast jeden Tag treffen sich Kinder gleich nach der Schule zum Zocken und Tauschen. Stundenlang. Es gibt immense Nachlieferungsprobleme, weil die so gefragt sind. Die kommen am Tag 10, 20 Leute rein, die nur die Dinger kaufen und dann auch einen Fuffi auf den Tisch legen und sagen, gib mir Karten, so viel geht, so ungefähr. Also die sind völlig heiß darauf, sind absolut wahnsinnig darauf. Monster, Drachen und Magier. Yu-Gi-Oh!, eine Welt jenseits der Vorstellungskraft der Erwachsenen. Dabei ist eigentlich alles ganz einfach. Man versucht mit seinen Monstern seinem Gegner die Lebenspunkte abzusehen, die er hat. Jeder Spieler hat 8000 Lebenspunkte. Wer zuerst 0 Lebenspunkte hat, hat verloren. Meine wertvollste Karte, würde ich sagen, ist erstmal die Axt der Verzweiflung, weil sie ist perfekt für fast jedes Deck. Man kann sie gut tauschen und man kann sie auch gut verkaufen. Dann würde ich noch sagen, ist diese Karte Spiegelkraft, weil wie die Axt ist sie ziemlich gut zu verkaufen, vertauschen und sehr gut zum Spielen. Und die dritte ist Jinso. Das ist auch eine der beliebtesten Karten, die jeder eigentlich kennt und braucht und auch gut spielbar ist. Ein perfekt inszeniertes Marketingkonzept mit dazugehöriger TV-Serie. Ich muss ganz schnell spielen, weil die nächste Karte, die ich ziehe, durchaus meine letzte sein könnte. Wenn ich Ihre Gedanken lesen will, tauschen Sie sicher wieder. Also werde ich Sie lieber ausstechen, und zwar damit. Opfer, Attacke! Heutzutage natürlich spielt das Fernsehen eine sehr, sehr wichtige Rolle. Die Kinder sind Fernsehkonsumenten, das ist ganz klar. Was man auch nicht unterschätzen darf, ist eine gewisse Mundpropaganda in den Schulen, die gewisse Hypes und Trends natürlich setzen. Ansonsten gibt es noch die Möglichkeit, über diverse Printmedien an die Kinder heranzutreten. Das sind eigentlich so die wichtigsten Säulen. Ein Prinzip, das auch ein dänischer Konkurrent längst begriffen hat. Verkaufsschlager hier: Bionicle-Figuren. Schon bei der Entwicklung überließ man nichts dem Zufall. Mit unseren Bionicle-Produkten, da haben wir sehr viel Forschung gemacht, was sind die besten Farbkombinationen. Und da ist es in der Tat so, dass Schwarz-Rot und Schwarz-Gelb immer wirklich die beste Farbkombinationen sind. Da arbeiten wir auch mit Kinderpsychologen zusammen und die sagen uns, für welche Typen von Kindern kommen dann die beste Farbkombinationen an. Und da ist es wirklich so in der Tat, dass zum Beispiel mit Bionicle, da kommt immer die Roten am besten an. Die verkauft sich auch fast immer deutlich besser. Bevor ein neues Produkt auf den Markt kommt, dürfen ausgewählte Kinder damit spielen, unter professioneller Beobachtung. Die Reaktionen der Kinder werden, wie hier bei Lego, dokumentiert und ausgewertet. Hier entscheiden sich Tops und Flops. Für die Entwicklungsabteilung, immerhin 140 Mann stark, sind dabei Überraschungen nicht ausgeschlossen. Die Kinder sind viel ehrlicher. Das heißt, wir kriegen unheimlich ehrliche Antworten, wenn ein Produkt zum Beispiel nicht in Ordnung ist.
Erwachsene hätten da noch Hemmungen, vielleicht die würden etwas vorsichtiger sagen, aber die Kinder sind unheimlich ehrlich und deswegen ist es manchmal für uns auch lustig zu sehen, dass wir einen Monat an irgendwas gearbeitet haben und die Kinder sagen, oh, das gefällt uns nicht. Ganz neu der passende Film zur erfolgreichen Figur. Bionicle, ein äußerst profitables Fantasieabenteuer. Good job. Die Händler können auch in diesem Jahr auf eine schöne Bescherung hoffen. Im Weihnachtsgeschäft erzielen sie 40% ihres Jahresumsatzes. Der kleine Franz ist mit seinem Vater unterwegs, um sich die Spielsachen auszusuchen, die auf seinen Wunschzettel sollen. Die Qual der Wahl. Ich will schon so ein bisschen wissen, was er haben möchte. Ich möchte nicht irgendwas kaufen, was er nicht... Wenn ich jetzt so einen riesen Wunschzettel gemacht hätte dann, und alle Wünsche, dann hätte ich 1000 Sachen, hätte ich dann. Genau. Weißt du denn, wo deine Wünsche so herkommen? Ja, aus dem Fernsehen. Ich gucke sehr viel Fernsehen und da gibt es halt viele Sachen, die ich gerne habe in der Werbung halt. In der Werbewirtschaft gelten schon 5-Jährige als erwachsene Konsumpersönlichkeiten, die an Marken gebunden werden sollen. Lego oder Playmobil muss Lego oder Playmobil sein. Das darf da keine Billig- oder No-Name-Marke sein. Das würde ich schon sagen, ja. Wie kommt das? Ich habe 2 Söhne im Alter von 2 bis 4, die sitzen stundenlang und studieren diese Kataloge. Und dadurch entsteht ein ganz starker Eindruck von dem, was sie wollen oder nicht wollen. Auch ganz oben auf der Liste Plastikwelten der Firma Playmobil aus dem fränkischen Zirndorf. Damit das so bleibt, steckt das Unternehmen rund 10% des Jahresumsatzes in die Entwicklung. Immerhin 30 Millionen Euro. Ein 50-köpfiges Team arbeitet daran, immer neue Abenteuer für die freundlichen Figuren zu finden. Jüngstes Projekt: tiefgefrorene Dinos. Da Eisplatten verborgen, Skelettelemente, die zusammengesetzt werden können, aber auch komplette Dinosaurier im Eisblock. Und auch ein Ei, aus dem ein Baby-Dinosaurier entschlüpft. Egal ob Baukran, Piratenschiff oder Ritterburg, Basis ist immer ein einheitliches System, das sich beliebig ausbauen und kombinieren lässt. Und das maßgeschneidert für jeden Markt. Playmobil geht insofern auf kulturelle Unterschiede ein, als dass zum Beispiel das Polizeiauto in Deutschland grün sein muss, aber in den USA blau oder schwarz. Selbstverständlich ist in den USA ethnisch auch mal was gefordert, dass wir schwarze Menschen haben und die finden sich aber im gesamten weltweiten Playmobil-Sortiment wieder. Der amerikanische Konzern Mattel ist das weltgrößte Spielwarenunternehmen. Die Firma hat sich die Rechte für sämtliche Aktions- und Sammelfiguren, Brettspiele und Spielesets der Erfolgsmarke Yu-Gi-Oh! Gesichert. Produktmanager, im Branchenjargon auch Brandmanager genannt, betreuen die einzelnen Marken. Was genau sie tun, scheint offenbar streng geheim zu sein. Was machen Sie jetzt als Brandmanager von dieser Marke? Sie sind doch der Brandmanager. Also ja. Was macht ein Brandmanager? Ja gut, das war ja nicht Inhalt. Nein, das war nicht die Inhalt der Fragen. Also auch das Briefing. Ich bin hier angekommen und wollte die Produkte vorstellen und nicht über interne Strategien dann auch darüber zu reden. Das macht dann die Frau. Finde ich persönlich, soll dann die Frau. Hatten Sie denn schon mal einen Flop? Nein, also das kann ich auch nicht so sagen. Das alles klar. Ich glaub, warum denn? Nein, das sind ja nicht Fragen, das hatten wir alles schon. Der Christian ist auch noch nicht lange genug hier. Ganz genau, und sowas ist eigentlich seit einem Jahr dabei. Gut. Bei der Firma Fischer International Marketing gibt man sich offener. Das Unternehmen hat sich auf Herstellung und Vermarktung trendiger Lizenzprodukte spezialisiert. Das hier ist die zweite Generation von Stinker. Nachdem die erste sehr erfolgreich war und wir über 500.000 Stück vermarktet haben, haben wir uns entschlossen, eine zweite Generation zu machen. Die funktioniert genau gleich wie die erste. Und zwar, wenn man drauf drückt, dann kommt ein Duft aus dem Mund oder aus dem Gesicht. Und der Duft, der riecht dann nach Knoblauch, nach Zwiebeln, nach Stall, nach
Kanalisation, nach Toilette oder was weiß ich auch immer. Zusätzlich gibt es dazu dann die Sammelkarten für die Kinder, die sammeln die wahnsinnig gerne, weil auf jeder Karte ist eine schöne Geschichte abgedrückt und weiterhin gibt es noch diese Box, wo die Kinder dann, wenn die ihre Freunde aufbewahren können, damit die nicht ausduften. Weitgehend abgasfrei behauptet sich dagegen der Kinderzimmerklassiker Carrera am Markt. Das Unternehmen sorgt für sichere Beschäftigung, allerdings überwiegend in Asien. Fernöstliche Arbeitgeberparadiese locken fast alle großen Spielzeughersteller mit Niedriglöhnen und idealen Produktionsbedingungen. Durchstarten im Zeitalter der Globalisierung. Heute machen wir für den amerikanischen Markt die Muscle Cars, wie wir sie hier sehen, den neuen Plymouth Superbird oder auch einen Daimler Chrysler, einen Ford Mustang, einen Chevrolet Camaro. Das sind natürlich tolle Fahrzeuge für den US-Markt und laufen dort sehr, sehr gut. Weniger die europäischen Modelle, wie zum Beispiel Formel-1-Fahrzeuge. Da sind wir hier bei uns in Deutschland sehr gut aufgehoben. Schumacher gegen Schumacher wird wohl der Hit des Jahres werden. Die Verschmelzung von wirklicher und Scheinwelt als Bestandteil des unternehmerischen Kalküls. Das kann man natürlich auch sagen, dass die Autoindustrie von uns profitiert. Warum? Wir bringen die Marken der Hersteller schon sehr, sehr früh in die Kinderzimmer. Wir wissen, dass die Kinder sich sehr stark wünschen, sie wollen das Auto haben, was der Papa fährt. Und hier hat die Autoindustrie natürlich die Möglichkeit, durch Carrera die kleinen Fahrzeuge in die Kinderzimmer zu bringen und so Kinder schon sehr bald an die jeweiligen Automarken zu gewöhnen. Nur noch 17 Tage bis Weihnachten. Das Rennen um die Gunst der Kinder, es ist in vollem Gang. Kaufrausch trotz Krise. Alle Jahre wieder. Schöne Bescherung. Wir wechseln vom deutschen Schlaraffenland in eine Region, in der es weder Weihnachtsmänner noch Friedensengel gibt. Stattdessen gibt es George Bush, der Kriegsherr und Heilsbringer zugleich spielen will. Da beides nicht funktioniert, sieht es im Irak heute gefährlicher aus denn je. Frustrierte US-Soldaten kämpfen gegen hochmotivierte irakische Untergrundkämpfer. Mit jedem Tag der verhassten Besatzung wächst der Widerstand unter den Irakern, ebenso wie die Erinnerung der Amerikaner an den Albtraum Vietnam. Dem französischen Journalisten Grégoire Daigneaut ist es erstmals gelungen, Zugang zu 2 irakischen Guerillagruppen zu bekommen und sie bei ihrem Kampf zu begleiten. Embedded im Untergrund, ein Kriegsbericht von der Kehrseite der Medaille. Der Krieg ist längst gewonnen, doch um die Macht im Irak wird immer noch gekämpft. Die amerikanische Operation Eisenhammer geht in die 5. Woche. Der Widerstand soll gebrochen werden. Während über Bagdad die Helikopter kreisen, plant eine Gruppe selbsternannter Freischärler einen Anschlag. Das hier ist eine amerikanische Basis. Früher wurde sie auch als Gefängnis benutzt. Zurzeit sind dort amerikanische und holländische Soldaten stationiert. Diese Basis wird jetzt als Kommandozentrale für die Soldaten benutzt. Das ist das Ziel, das Sie angreifen wollen? Ja, mit Gottes Hilfe werden wir sie angreifen. Wir werden sie sehr hart treffen, so Gott will. Es ist der 27. November, Thanksgiving Day. Präsident Bush nutzt den Tag für einen Publicity-Coup, ein 2-Stunden-Trip in die Hauptstadt seines geschlagenen, aber immer noch nicht vernichteten Erzfeindes. Wir sind in das Herz des Irak vorgestoßen, haben einen bitteren Preis an Menschenleben gezahlt, um einen grausamen Diktator zu vertreiben und 25 Millionen Menschen zu befreien. Wir werden uns nicht von Hunden und Meuchelmördern in die Flucht schlagen lassen. Auf die irakischen Widerstandskämpfer macht Bushs Besuch